Das ist jetzt das vorbereitete Damastpaket und das wird jetzt auf Rotglut gewärmt. Auf Orange-Rotglut Ja, es ist über eher 1000 Grad. gelbglühend. Rot ist zu kalt. Okay, alles klar. Es scheitert entweder am Schneidbrenner oder an der Zusage. Wir brauchen sowieso beides. Ja, nur wir haben die überrumpelt. Da war es jetzt wirklich nicht gut. Heute muss es sich zeigen, ob die Tour was wert ist. So, die Reise des Tirpitz-Stahls geht weiter. Aber der Teil in Norwegen, der endet jetzt. Auch wir werden unseren Flieger um 2 Uhr nehmen und dann unserem Stahl nach Deutschland folgen. So, nachdem es uns jetzt tatsächlich gelungen ist, unsere Tirpitz-Platte durch den Zoll ins Land zu kriegen, sind wir jetzt beim Andreas, einem unserer langjährigen Damastschmiede. Und der hat jetzt die schweißtreibende Aufgabe, aus unserem Stahl einen funktionierenden Messerstahl zu machen. Ja, Andreas, und was werden wir denn gleich erleben bei dir in der Schmiede? Erzähl mal. Ja, und hoffentlich ein gelungener Schmiedevorgang. Das ist mal klar. Ja, es ist aber ein bisschen Aufwand. Hast du mal ausgezählt, wie viele Arbeitsschritte sind? Erst kommt das Weichglühen. Erst glühen, genau. Das Material ist nicht gerade, muss erstmal gesägt werden. Dann muss es flach geschmiedet werden, muss nochmal entzündert werden, nochmal geschliffen werden. Ins Paket rein. Dann das ganze Feuer verschweißen. Dann wieder ausrecken, zu Platten schmieden, in Gesenk. Dann wird es gewalzt, je nachdem was. Bei Tirpitz ist zum Beispiel diese große Raute mit drin. Und dann wird es nochmal flach geschliffen. Ich überschlag mal, also wenn wir es nicht im Detail machen, aber so 15 bis 20 Arbeitsschritte. Ja, ist schon einiges. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Menge, denke ich. Da werden wir gleich einiges sehen. Wird jetzt immer leichter. Kann ich absetzen? Ja, langsam. Dein Interesse am Damast, was verbindest du damit? Wo siehst du nordische Sagen? Was ist für dich Damast? Ja, also ich habe natürlich auch ein bisschen Interesse an Mittelaltergeschehen, gehe mal auf Mittelaltermärkte, bin auch gewandert. Aber ich denke, großer Grund ist dieses traditionelle Schmieden. Deshalb habe ich auch diesen Torsionsdamast geschmiedet, der eine lange Tradition hat. Bin auch ein bisschen geprägt von dem Heinz Dänisch, der nicht so ganz weit weg von hier wohnt oder gewohnt hat. Ist ja leider verstorben. Aber ich finde, dieser klassische Damast, die Historie, die hinten dran ist, die Geschichte, das ist eigentlich das, was ich toll finde. Das hat dich dann irgendwann gepackt. Das selber machen, das ist wohl das, was ja, du machst ja wirklich Spaß macht. Du hast ja alles von der Pike aufgelernt und machst ja wirklich alles selber. Die Stammondsteine gießen. Ja, wirklich. Gibt Also ja nichts. jeder Scheiß. Bleche schneiden. Wahnsinn. So, jetzt schweißt Andreas eine Handhabe, so nennt man das, an das gerade gesägte Tirpitz-Stahlstück, damit er es entsprechend handhaben kann, wie der Name sagt, unterm Luftraum.
ist jetzt blank, ja. Aber überwiegend blank, ja, das reicht. War ein ordentliches Stück Arbeit und auch schön old-fashioned im Winkelschleifer. Ja. Schrupp geschliffen, nicht am Band, nicht Deluxe, hier läuft's noch oldschool. Genau. Das ist unser Tirpitz Damast. Das ist der Ausgangsstahl, der historische. Genau. Okay, und es werden eben 2 Stähle, die noch aktuell gehandelt werden, auch dazu gemischt. Genau. Damit es eben, dass der Damaststahl ordentlich zeichnet. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, der Tirpitz war ja ein Panzerstahl. Der Wodan hart und Wodan weich. Und der war ja nie gemacht, um eine Messerklinge zu machen. Ja. Und wir müssen jetzt erst mit den Stellen hier die Messerklinge draus machen. Beziehungsweise du. So sieht's aus. So, jetzt wird das Ganze noch zusammengeschweißt. Das ist jetzt das vorbereitete Damastpaket und das wird jetzt auf Rotglut gewärmt. Auf Orange-Rotglut über 1000 Grad. Gelbglühend. Rot ist zu kalt. Okay, alles klar. Das sind dann 1200 Grad so ungefähr? 1250 ungefähr. Okay. Das braucht man eben, damit sich die Lagen hinterher ordentlich verbinden. Ja, das Material muss eigentlich teigig werden. Früher hat man Quarzsand benutzt. Dann hat man Schlacke mit eingemischt und Pottasche. Diese Pottasche war dafür da, dass man dieses Glühen sieht. Es war halt nicht so gut wie das Borax heute. So, jetzt kommt natürlich unser Borax drauf, das den Zunder lösen soll. Es gibt so eine Außenhaut bei Borax, das schmilzt. Und dann sieht man die Lage noch. Dass ich das erste Mal gesehen habe. Salz ist nie was gewesen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das schmilzt. Und das war schon beeindruckend, wie das dann anfängt zu brutzeln und da reingeht. Und wieder rein in den Ofen. Okay, jetzt kommt der schwierige Teil, das Feuer verschweißen. Wir hoffen, dass alles gut geht. Are we ready? Jetzt kommt das Ganze nochmal in den Ofen zum Erhitzen und dann geht es unter die Walze. So, jetzt haben wir den Damast gewalzt. Hier haben wir jetzt die mittlere Rauten. Das ist das Tirpitz Muster. Das wird nachher abgeschliffen, der Überstand. Und durch die Kompression der Lagen entsteht dieses schöne Tirpitz Muster. Die 300 Lagen werden natürlich in Vertiefungen auch mit reingedrückt in die Mittellagen. Ja, Tirpitz Damast 300 Lage. So, wir sind jetzt zurück aus Andreas Henrichs Damastschmiede im guten alten Solingen und wir gucken uns natürlich noch an,
wie aus den Damaststahlkanteln jetzt unsere Tirpitz-Sammlermesser gemacht werden. Aber das zeige ich euch beim nächsten Mal. Bleibt neugierig, habt eine gute Zeit.